Ja, Freunde, und damit willkommen zurück bei The Council. Wir spielen Akt 2 weiter. Ich überlege jedes Mal wieder, ob das heißt, ob Kapitel oder Akt. Aber ihr wisst, was ich meine. Und was mir eben gerade erstmals so richtig auffiel, ich habe das vorher schon gelesen, aber eben ist es mir so richtig aufgefallen, das ist immer noch eine Beta. Da steht rechts unten 0.9.6. Es ist noch keine 1.0. Wollen die, also ist das Absicht? Wollen die ihr Spiel einfach nicht sagen, dass wir fertig sind? Aber Updates per se gibt es ja auch nicht mehr, oder? Ist ja jetzt schon, ist es 2 Jahre alt oder ist letztes Jahr erschienen? Nee, ist 2 Jahre alt schon. Nee, warte mal, das gab es ja für die PS4 schon. Hä? Dann ist das ja, also das ist wirklich irritierend. Ja gut, lassen wir uns davon nicht weiter beirren. Das Spiel hat ja in dem Sinne keine Macken. Auch wenn ich jetzt einmal gedacht habe, dass es eine Macke hatte. Ja, das war ja beim letzten Mal, wo wir diesen Turmraum gesucht haben. Und das war ja eher dann, ich hätte einfach die Türen alle probieren müssen und nicht genau eine auslassen und mich dann darüber ärgern, dass es nicht weitergeht. Das war ja meine Schuld eigene, aber eben auch etwas schwer zu erkennen, was jetzt eigentlich genau der Turmraum war. Und dass das Rätsel letztes Mal so lange dauerte, war einfach meine Unwissenheit über das Bibelzeugs. Ich hoffe, dass wir durch die nächsten Rätsel besser durchkommen. Und ich würde sagen, wir finden raus, wie es weitergeht. Wir nehmen unseren Spielstand und spielen Der Albtraum. Gang im ersten Obergeschoss. Ihr seht, das letzte Mal habe ich am 3. November gespielt. Heute ist der 8. November. Ja, morgen kommt diese Folge hier raus. Also für euch ist Donnerstag, der 9.11., wenn ihr es direkt jetzt kaut. Ja, immer schön kauen, bevor ihr runterschluckt. Aber ihr braucht das Spiel nicht kauen, ihr braucht es nur schauen. Aber genau, bin genau einen Tag vorher. Ich musste heute aufnehmen. Gestern ging es mir wieder nicht so gut. Oder, ne? Ihr kennt das Spielchen ja. Ich muss es ja nicht mal wiederholen. Eigentlich geht es mir heute auch nicht so richtig gut, aber ich möchte keine Pause haben. Ja? Wir gucken, ob ich den ganzen Akt 2 aufnehme oder ob ich nur wieder einen Abschnitt aufnehme. Das mache ich abhängig davon, wie mir jetzt gleich während des Spielens ist. Lasst uns nicht länger weiter drüber lamentieren, sondern wir gucken, was uns erwartet im Albtraum. Mal schauen. Wir suchen ja, was der Albtraum ist, ne? Ob das ein Ort ist oder was auch immer. Okay, triff dich mit den anderen Gästen im kleinen Wohnzimmer. Was wahrscheinlich da ist, wo der Ding steht. Wo der Diener steht. Das heißt, ich gehe natürlich erstmal woanders hin. Oh. Monsieur Johann van Woolne. Ich bin wieder in der Ebene. War ich nicht letztes Mal schon unten? Habe ich nicht unten gespeichert? Mir war so. Nee, dann brauche ich mich auch nicht umgucken. Hier wird ja jetzt nicht sein. Also wahrscheinlich. Aber da steht ein Diener. Ach, guck mal, der steht auch sozusagen als Schutz jetzt, dass ich da nicht hin darf. Dann lass uns den mal wieder ausfragen. Mal gucken, was der so hat. Hallo. You are expected in the small salon, sir. Ja, ich weiß. Ach so, mehr hast du noch nicht. Ach, schade. Okay, dann gehe ich da mal hin. Lalalala, fiddelididu, fiddeldaddeldum. Lippidabadu. Ich gehe da mal hin, Emily, I must speak to you. What's the matter, Louis? I have news about your sister. What have you found out? Look, I've started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. Did my mother know about your secret? Yes, even though I belong to the English chapter, her rank in the Order gives her access to a good deal of personal information. It must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. Sie über den Albtraum hinausgehen, befragen, von den Nachrichten erzählen. Also, lasse ich sie wissen, was ich weiß, oder will ich Informationen von ihr? Wahrscheinlich werde ich keine Option haben, beides zu fragen. Sie nicht auf Mutters Spur bringen. Okay. Sie über den Albtraum hinausgehen, befragen. Ja, ich frage sie mal aus. I've got a question that might seem a little bit strange. I'm listening. If I said go beyond the nightmare, would that ring any bells? No, means nothing to me. Ja, ist klar. Do you mean literally or figuratively speaking? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht das andere nehmen. Scheiße. It might be a place, I don't know where, but it's a lead.
You ought to ask His Eminence. He knows the house and its estate very well, being a frequent visitor here. Thanks for the advice. Should I speak to her about my vision? If what I saw is true, she might want to take revenge. Emily, there's something else. Go on then. It's about your sister. I don't know what happened exactly, but it's possible that my mother had a go at her. I know, Louis. I found out that same evening. Well, thanks for not trying to hide it. What? Why didn't you tell me? I didn't know if I could trust you. Now I know I can. Oh, It seems that your mother tricked Emma. She apparently asked her to hide an important book, so that even she wouldn't know where it was. And then she shot her like a dog to make sure no one would ever find it again. Oh, da streitet sich jemand. Danach brachte sie Emma kaltblütig um, sodass niemand das Buch je wiederfinden konnte. Woher weiß sie das? Aus welchem Grund? Woher weiß sie das? How did you find out? Sir Gregory told me on my arrival. I'm sincerely sorry, Emily. Thank you, Louis. But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. There must be an explanation, Emily. That's what we shall see. Who Come, do you Louis. think you are? They're waiting for us. How dare you? Okay, also Drohungen. Mal gucken, wer sich da streitet. You will pay dearly, Peru. I'm sure you were involved somewhere along the line. That's right. Pretend you don't know. One piece of advice. Don't travel through France on your way back, or it'll cost you dearly. Calm now, my friends. Let's calm down. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. What's going on here exactly? Sir Gregory called us together to introduce the last guest. Ja. But hardly had we arrived when he set upon Monsieur Peru. Warum der Streit? And what has Mr. Peru done to once again provoke someone's anger? We don't really know just yet. I get the feeling it won't be long before it gets out. How could you dare do such a thing? Dios mío, you are all out of your minds. Really, Duke Manuel? What made you kick up such a fuss? What? Have you not heard? Well, let me inform you that yesterday morning at 10:22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention which Monsieur Peru works for, King Louis was guillotined. What? Oh. The King of France is dead, gentlemen. Our monarchies are in danger. I have said it before. How dare they? Oh dear. As if Friends, let us calm down. Don't pretend to be surprised. He got a fair trial. Ridiculous! Bastard! He was sentenced to death by 361 votes. Ist das Dracula? Also eine Dracula-Inkarnation? Gibt ja diverseste Dracula-Interpretationen und wer Dracula ist und was weiß ich, ne? Er sieht ein bisschen so aus, auch also so ein bisschen gräfisch, ja. Und auch von den Szenen könnte ich, oder interpretiere ich schon wieder zu viel? Aber es könnte ja halt auch wieder vom Setting her passen, ne? Wir gucken mal weiter. 360. You beheaded a king for one vote. Is that your democracy? What an obnoxious act. Until this, anything was possible. This political coup will have grave consequences. France is lost. Gentlemen, please. Let us take a step back a moment. In the name of holiness. He was the highest representative of God in France, Emily. Lage beruhigen. Gentlemen, Duchess, we're all among people of reputable company here. We should be able to manage the conflicts of our nations in a respectful and orderly manner. I fully agree with you, sir. But That's enough, sir. with whom do I have the pleasure of speaking? Louis März de Richet. Hallo. Are you related to Sarah de Richet? Sarah is his mother, Duke. Gentlemen, this Herzog. news affects us all, but I must ask you to remain calm. It's not the first time history has taken us by surprise. Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news. Oh, rest assured. The response will not fall short, my friend. Good for you. Well, Your Grace,
here I was preparing to introduce you as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. When you hear the bell, please proceed to the conclave room on my left, behind that door. Okay, da war der Ton kurz weg. Ich hoffe, das wiederholt sich jetzt nicht. Das habe ich am PC ja auch gehabt. Aber jetzt spiele ich ja über die Playstation, da darf es eigentlich nicht passieren, ne? Mit wem will ich mich denn unterhalten? Charakter enthüllt Manuel Godoy. Could you spare a moment, Godoy. please, sir? I'm glad you asked. I want to talk to you too. Of course. Godoy. Warum sagt mir Godoy was? I heard Konzentration. about your mother's disappearance. He looks concerned. I don't know why, but I doubt it's from sympathy alone. Well, let's see what he wants from me. Any news of her? Have you found her, maybe? Hat er Gefühle für sie? Warum fragt sie? Keine Zeit dafür? Erzählen, was du rausgefunden hast. Aber er ist ja der, dem man ganz auf der Schliche ist, ne? Er ist ja der den beiden auf den Schlichen war. Why? Ich weich mal Is aus. there something you particularly wanted from her? No, not specially. My questions made him feel uneasy, but he's keeping his emotions under control. Your mother and I used to often speak together. I have rarely met someone so learned. To tell you the truth, I was about to make a deal with her. Did she tell you about our arrangement? Ja. Hat er. Hat sie. The cat's out of the bag now. More or less, but please do refresh my memory. Yes, of course. Nothing of great importance in itself. During one of our discussions, she spoke of an old book which might have been of interest to me, and she had agreed to let me have it. A book about what? Ancient occultism. As you are aware, I am a doctor of theology. You might have come across some old books in her belongings, perhaps? Nope. Ihn auf den Arm nehmen. Er wirkt wie besessen davon. Über das Mysterium Kosmographicum reden. Ich nehme mal das, was ich kann. The least one can say is that he doesn't beat around the bush. Sarah never travels without a few books. What does the one you're looking for look like exactly? It resembles a grimoire. Okay. It's divided into 7 parts, each one individually locked. It was made in such a way that if someone tried to tamper with it, the sheets would be permanently tarnished. It's a unique copy. There's only one. The mere mention of it makes his face light up. Well, I'll take a closer look, but I can't promise you anything. You seem very upset. Is it so important to you, this book? Well, it's the search of a lifetime. What can I say? Every time I move closer to it, it seems to slip away at the last minute. I was very surprised to learn that your mother had it in her possession. I thought it was with a certain von Borchardt in Paris. Do you know him? Indeed. My mother and I had a brush with this individual just a few months ago. What about? About an object stolen from the Order a few years ago, which my mother wanted to recover. This situation comes as a great surprise to me. Yep. I got him now. I hope I've been able to satisfy your curiosity, Mr. von Wollner, and that you succeed in finding what you're looking for. Oh, and so do I. And now, what if you told me who you really are working for, instead of keeping up this pretense? I beg your pardon? We both know what you're looking for, von Wollner. You're the one who von Borchardt was planning to sell it to. Busted. For centuries, all those who have come into contact with the Al-Azif have bitterly regretted it, Monsieur de Richet. You are playing a dangerous game.
please know that I am working for someone who does not appreciate anyone poking around in his business. So Let sehr, me dass du jemanden guess. umbringst. König von Preußen, Mortimer Home. Lassen Sie mich raten. Der König von Preußen. Warum lauscht Napoleon? Was hat der davon? Also, entweder der gruselige Dude, der Hausherr oder der König von Preußen. Ich nehm mal den preußischen König. Your dear king, I should think. What? You mean Frederick William? Oh, my poor fellow. You are miles away. That stupid, pretentious puppet wields no real power. But seeing as you do not wish to be serious, so be it. Good luck to you. Okay, weggesagt. Das ist so ärgerlich, ne? Also, was hätte ich jetzt aus diesem Dialog schließen können, dass ich jetzt was anderes hätte antworten können? Wahrscheinlich hätte ich den Hausherrn nehmen müssen. Obwohl der Home steckt auch überall mit drin. Das ist halt wirklich schwierig. Wie soll man sich da richtig entscheiden? Richtig schwer. There's a pattern with 5 circles on this chest. 5 Kreise. Schlüssel verwenden. Hab ich scheinbar. Easy peasy. Oh, Nachschlag. I have no space left. I'll retrieve it later. Ja. I have no space left. I'll retrieve it later. Hä? Achso, es wäre das für links. Hier, dieses hier. Okay. Na gut, habe ich das falsch aufgebraucht. Schade. Na gut. Ja, würde ich mich noch mit Napoleon unterhalten, ne? Schaffe ich ja scheinbar noch. Guck mich hier kurz um, ob hier noch was rumliegt. Hat hier jemand was verbrennen wollen? Nein. Da liegt Tee. Hier unten liegt was auf dem Boden. Bücher. Scheinbar uninteressant. Da hinten ist noch irgendwas. Hat auch jemand gesessen. Aber kann ich nichts mit anfangen. Fingerabdrücke kennen die noch nicht. Muss ich auch grinsen. Ich habe jetzt wieder ein bisschen von Sleepy Hollow geguckt. Und dann... war das Sleepy Hollow? Nee, was war denn das? Achso, nee, Zeitreise. Das war Totally Killer war das. Und dann ging es um Zeitreise und dann reist jemand aus der Gegenwart halt in die 80er zurück und wollte dann irgendwie eine DNA-Analyse und die haben sie alle doof angeguckt von wegen, was ist das? Als ob es eine Datei geben würde, wo wir nachgucken könnten, wer der Böse ist und sowas. Hahaha. Fand ich sehr witzig. So, ich gehe mal zu dem Herrn Napoleon. Guten Tag, Napoleon. Monsieur Bitte mehr Bonaparte. Hinweise zur May I speak Nachricht with der you a Mutter. moment? May we? Über die anstehende Konferenz reden. Ihn zum Albtraum befragen, seine Meinung zu Godoy erfragen. Ihn zum Albtraum befragen. Does expression go beyond the nightmare mean anything to you at all? Well, metaphorically, yes. It sums up the career of a soldier quite well. I doubt that is what you want to hear, though. Indeed. That's surely not what I'm looking for. Well, monsieur, if you are looking for a phrase book, Lord Mortimer must surely have one, given the number of books he has. You ought to check in the library of the tower. You never know. Aha. Das war gut. What do you think of Duke Godoy? Well, I'd rather not express any opinion of him. Why is that? His reputation is enough for me. Repetition. Mehr darüber erfahren. Er schert sich nicht um seinen Ruf. Gute Gelegenheit, ihn besser kennenzulernen. Wen ihn? Napoleon? Will ich jetzt mehr über... Also wenn ich jetzt das nehme, erfahre ich mehr über Godoy. Oder über Napoleon. Und wenn ich darüber rede, erfahre ich relativ safe... Ach komm, ich bestehe gerade von Napoleon, also... Frage ich den halt... Fokussiert oder fokussiert? Er schert sich nicht um seinen Ruf. Nee, ist beides gleich schwer. Scheiße. Ist beides gleich schwer. Okay, was will ich? Mehr darüber erfahren. Damit würde ich Meinungen beziehen. Hiermit frage ich nur aus.
Meaning? This gentleman enjoys people talking about him for too many reasons. He's undeserved titles, more than 10 in just 4 years, and each one more prestigious than the one before. You don't think he deserves them? If I had seen him on the battlefield, there might be some doubt. But that is not the case. Okay. The Queen would rather not risk losing him, so she consoles him with awards and titles. So you don't have a very positive opinion? His coveting French Catalonia does not encourage me to have one. I understand your point of view. Kann ich das nochmal machen? What do you think of Duke Godoy? Well, Und das andere I'd wäre? rather not express any opinion of him. Why is that? His reputation is enough for me. You'll be able to check if the hearsay is true over these next few days. I sincerely doubt that. The context does not allow me to give him my trust. I understand your point of view. Mache ich nochmal. What do you think of Duke Godoy? Kann ich nicht Well, abkürzen. I'd rather not express any opinion of him. Why is that? His reputation is enough for me. Meaning? This gentleman enjoys people talking about him for too many reasons. His undeserved titles, more than 10 in just Hab ich- 4 years, Weil ich das and jetzt each gewählt one habe, more prestigious than the one before. kann ich das andere You nicht mehr don't wählen. think he deserves them? If I had seen him on the battlefield, Verstehe. there might be some doubt. But that is not the case. Ich könnte The jetzt Queen noch would rather not risk losing him, das so she obere consoles wählen. him with awards and titles. So you don't have a very positive opinion? His coveting French Catalonia does not encourage me to have one. I understand your point of view. Gut, ich nehme das. Also, ich könnte jetzt nochmal und könnte die letzte. Das mache ich nur dann, wenn ich noch eine Möglichkeit habe zu fragen. Ich nehme erstmal jetzt das hier. Would you have any more information about the conference Lord Mortimer spoke of? Nothing at all. Mortimer is very committed to secrecy when it comes to his conferences. But given the presence of Monsieur Peru and ourselves, I think it must concern France to some extent. Otherwise, I doubt he would have invited 3 Frenchmen to his table, huh? Okay. Ich gehe jetzt trotzdem, weil Well, ich. I'll be leaving you now. Shall we meet up again later? Wait, monsieur. Any news of your mother? Oh, Unfortunately not, no. I hope to speak with her about my deal before I leave. Let me know if you find her. À Alles plus klar. tard, monsieur. ja, ab plus tard. Das heißt, er hat mir jetzt den Hinweis gegeben, ich soll in die Bibliothek gehen. Und mich dort. Nein, das war falsch. Da wollte ich hin. Vorhof. Kleiner Salon. Oder Saal. Porträt. Bibliothek. Da will ich hin. Aber da kann ich auch so lang gehen, dann habe ich die Räume auch endlich weg. Let's go. Darf ich hier durch? Nein. Alles klar. Da darf ich noch nicht rein. Dann gehen wir halt den längeren Weg. Wahrscheinlich werden wir eh aufgehalten. Hier stehen wieder irgendwo Leute rum, mit denen ich mich unterhalten will. Und dann klappt das eh nicht. Aber wir gucken mal. Ist hier jemand? Da liegt ein Buch. Moment. Will ich das haben? Nein? Schade. Da sitzt jemand. Will ich gerade was von Shakespeare? Ich sag immer Shakespeare. Meine Güte, was ist denn los? Von Herrn Washington. Wo kommt denn der Shakespeare-Gedanke in meinem Kopf immer her? Weil er so ähnlich aussieht? Will ich mit dem reden? Oder will ich zur Bibliothek? Ich glaube, ich will mit dem reden. Auf den Albtraum ansprechen. Go beyond the nightmare. Does this line remind you of anything in particular? You've caught me unaware here, Louis. Let me think about it a second. No, nothing comes to mind. Natürlich. Sorry, Louis, but I am unable to help you. Das war jetzt total glaubwürdig. Ich gehe. Well, thank you for your time. Weil ich glaube, Don't das ist... mention it, my young friend. Willst du auch noch was? Regarding your question on the nightmare,
don't hesitate to question the others about it. Ja. Maybe one of them knows more than I do. That's a good idea. Thank Das you ist once mein again. Plan. I'll see you in a little bit. Ich denke nämlich, dass das zeitlich begrenzt ist hier. Und ich muss jetzt möglichst viel in dieser Zeit schaffen, bevor einfach, ja, Zeit abgelaufen ist sozusagen und ich dann nicht mehr agieren kann. Das heißt, ich sollte es jetzt eigentlich bis zur Bibliothek schaffen. Guten Tag. Und wenn ich darüber hinaus noch, warte mal, andererseits, ein Geistlicher könnte auch was mit dem Albtraum. Ich frage den mal darüber. Ah, Louis. Just the man. Good Lord. How did the king come to be executed? I would think that the order would have intervened. Könnte natürlich jetzt genau falsch sein, ne? I invite you to speak about it with my mother as soon as she reappears. Is there any news of her? I hope it won't be long before I find her, Your Eminence. Now you wanted to speak to me. Weiß ich noch nicht. Albtraum. If I say the nightmare to you, does it make you think of anything? Your question is strange, my son. Ja. Difficult to say. Could you at least tell me a little more about the context? Irgendeine Verbindung zur Insel. Think of a place and tell me Das ist the gut. first thing that comes into your mind when I say the nightmare. Manipulation. Let me think. I'd say Lord Mortimer's favorite painting on the wall behind his desk. You know, that painting caused quite a stir when it was exhibited. It is titled The Nightmare, and it shows a woman lying down with a creature sitting on her. And in the background, a horse. I don't know if it will be of any help, but I can't think of anything else. You never know. Thank you for that, though, Your Eminence. Oh, I gotta go and see it just in case, though. Aber da komme ich jetzt nicht hin, oder? Thank you for everything, Your Eminence. I shan't take up any more of your time. You are welcome, my son. I will be seeing you, Louis. Ja, bis später. Das heißt, das war's, was ich suchte. Das heißt, ich muss jetzt gar nicht mehr zur Bibliothek. Gehe zum Mortimers Arbeitszimmer. Dann mache ich die Dialoge aber doch noch mit den beiden. Aber ist hier wirklich nichts mehr? Kann ich hier jetzt nichts rausfinden, was mir jetzt hilft? Jetzt habe ich so eine lange Reise auf mich genommen. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Das kenne ich schon, ne? Das habe ich, glaube ich, schon mal ausgewählt. Gegenstand zum Inventar. Okay. Da lag schon mal irgendwas. Ich dachte, ich kann das schieben. Aber hier ist scheinbar wieder nichts. Oh, da war was. Was denn genau? Oh, ein Buch. A ruble. Nee, kein Buch. Einfach nur eine Münze. Schade. Ja. Wo bin ich jetzt? Ach genau. Jetzt bin ich hier wieder, wo das Rätsel mit der Medusa war. Will ich hier irgendwas machen? Kann ich hier irgendwas machen? Da ist das Rätsel mit der Medusa gewesen. Warte. Hier hat es Blim gemacht. Was war das Bild bloß, ne? Ja, das war das Bild. Hier kann ich wahrscheinlich wieder nicht rein, ne? Doch. Wo bin ich jetzt? Bin ich in dem roten... Ah, das Klavierzimmer. Und ein Buch. Die Kunst des Schlossschmieds. Damit werde ich dann sehr wahrscheinlich Schlösser knacken leveln können. There's the alchemical symbol of the earth on the lid. Rechten Schlüssel verwenden. Linken Schlüssel verwenden. Verdammt, jetzt ist das weg. Aber ich weiß, wenn ich noch so einen Schlüssel finde... Ich habe gar keinen Schlüssel mehr. Wenn ich noch so einen
Ornamentschlüssel finde, wahrscheinlich mit dem Pentagramm drauf, dann ist das für hier. Das ist schon mal gut. Schloss knacken, dann habe ich aber alles weg. Da kann nichts... Obwohl, da könnte theoretisch ein Schlüssel drin sein, ne? Da könnte der linke Schlüssel drin sein. 2-1 Risiko. Fragment of amber. Verdammt! Es war nur Bernstein. Ist auch nicht schlecht, aber ist jetzt nicht gerade das, was ich unbedingt... für das ich jetzt 2 Dings eingesetzt hätte. Okay. Versteckt sich hier irgendwas? Raus darf ich nicht. Was nehmen wir mit? Honey, the remedy of the gods. Okay, Orientierung. Hier geht's nach wo? Hier war ich noch nicht drin. Kann ich da jetzt rein? Nee, darf ich immer noch nicht. Okay, das ist der Treffpunkt gleich, wo wir uns wahrscheinlich treffen werden. Okay, dann gehe ich mal weiter. Gehe ich jetzt zurück zu Shakespeare? Ich bleibe jetzt mal dabei. Oder... Eigentlich ist das interessant. Ich meine, ich könnte mich noch mit dem Geistlichen unterhalten, was der jetzt noch so für mich hat. Und ich könnte auch noch mal zu George Washington und den über die anderen Elemente befragen. Weil jedes Fünkchen Wissen, was ich jetzt bekomme für zusätzliche Dialoge, könnte hilfreich sein. Also machen wir das einfach. Oh, warte mal. Liegt was? The song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything. So, hier steht der... Ah, ich bin ja erst in der Bibliothek. Muss ich hier noch einmal rum.